Guten Morgen aus Las Vegas. Es ist jetzt 9:30 Uhr hier Ortszeit und ich bin bereit, das Hotel zu wechseln. Ich habe bereits alle Koffer gepackt und heute ist wirklich jede Menge Programm, denn es geht zunächst jetzt einmal gleich ins Outlet hier in Las Vegas. Da war ich schon zweimal und das war die letzten Male immer sehr erfolgreich. Und außerdem werde ich nicht nur das Hotel wechseln, sondern habe heute Abend auch noch ein paar Shows, die ich mir angucken werde. Und es ist also wirklich jede Menge Programm. Und euch nehme ich dabei mit, jetzt erstmal gleich ins Las Vegas Outlet und dann später auch natürlich in das Hotel. Und ich wechsle heute vom Elara in das Waldorf Astoria. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie das Hotel wird, was ich für alles das bezahlt habe und so weiter und so fort. Das erzähle ich euch gerne später. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dem Outlet. Angekommen im Outlet und ich hoffe, ihr könnt mich trotz der lauten Musik einigermaßen verstehen. Die Shops machen gerade hier erst auf. Es öffnet jeden Tag, glaube ich, um 10 Uhr und es ist jetzt kurz nach 10 und einige Shops sind auch noch geschlossen. Aber das wird sich gleich ändern. Ich werde jetzt erstmal gleich etwas was frühstücken. So, eigentlich hatte ich mich schon auf einen leckeren Brezel gefreut von Auntie Annie's und leider haben die geschlossen und deswegen gibt es jetzt zum Frühstück Subway. Hier vielleicht noch zwei kleine Tipps. Es gibt in Las Vegas zwei große Outlets, einmal im Norden und einmal im Süden. Das im Süden ist eher eine Shopping Mall, also das Ganze ist Indoor und das Outlet hier im Norden ist Outdoor. Und bei gutem Wetter würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Ich persönlich habe beide mir angeschaut und empfinde das hier im Norden wesentlich schöner. Der zweite Tipp ist, kommt am besten früh morgens. Die Geschäfte öffnen im Normalfall um 10 Uhr. Checkt einfach kurz vorher einmal nochmal die Öffnungszeiten. Und es macht wirklich Sinn, hier früh morgens anzukommen, weil ihr habt ja vorhin gesehen, es war wahnsinnig leer. Und erst am Nachmittag füllt sich das Ganze. Und innerhalb der Saison ist es sowieso wahrscheinlich von morgens an gleich voll. Aber trotzdem lohnt es sich, morgens um 10 gleich hier zu sein. Da hat man die Geschäfte noch fast für sich alleine. Und wenn ihr hungrig werdet, ist im Las Vegas Outlet North auf jeden Fall für alle möglichen Geschmäcker was gesorgt. Und für mich geht es jetzt nach erfolgreicher Shoppingtour, geht es jetzt in die Cheesecake Factory, ein Restaurant, was ihr auf jeden Fall mal getestet haben solltet. Und gleich möchte ich euch noch das Waldorf Astoria in Las Vegas zeigen. Vorher genieße ich noch meine ungefähr 5000 Kalorien schwere Mahlzeit und ich zeige euch noch ein paar Aufnahmen von dem, was ich tagsüber hier in Las Vegas so erlebt habe.
hier haben wir mein nächstes Hotel auf dieser Reise, das Waldorf Astoria Las Vegas, gelegen zwischen dem Cosmopolitan und dem Park MGM Hotel. So, ich habe gerade eingecheckt im Waldorf Astoria und bin jetzt gerade auf dem Weg zu meinem Zimmer 2029. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es finde. Und die Dame an der Rezeption sagte mir, dass es ein sehr schönes Zimmer sei. Das sagt sie wahrscheinlich zu jedem Gast, aber wir gucken mal, ob es stimmt. Ich bin sehr gespannt. Und damit herzlich willkommen zu einer Roomtour hier im Waldorf Astoria Las Vegas. Ich habe ein Strip View Room bekommen mit einem King Bed und das schauen wir uns jetzt einmal näher an. Es gibt ein Bügelbrett, es gibt Bügeleisen, hier diverse Sachen wie zum Beispiel ein Schuhanzieher, den Hinweis, dass man seine Schuhe rausstellen kann zum Aufpolieren lassen, eine Kofferablage. Es gibt Waldorf Astoria Slipper und es gibt eine Flasche Wasser, die wird allerdings genutzt für das Bügeleisen und es gibt hier noch einen Schuhschwamm. Hier gibt es noch eine Besonderheit und zwar Valet Closet. Was befindet sich dahinter? Dies ist ein aktuell leerer Raum, aber es gibt hier von außen eine kleine Tür, die der Zimmerservice öffnen kann. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eure Kleidung wieder bekommt, nachdem ihr die reinigen lassen habt oder ähnliches, dann kann der Service hier außen eine Tür öffnen mit einem Schlüssel, kann euch das hier reinhängen und ihr könnt das hier drin entgegennehmen, ohne dass jemand klingeln muss, dass irgendjemand hier euch stört. Das ist doch eine ganz tolle Sache, um den Komfort noch angenehmer zu machen. Und jetzt schauen wir uns einmal die weiteren Highlights im Zimmer an. Natürlich gibt es auch noch eine Toilette. Guckt mal, was für ein tolles Muster. Da macht es doch gleich noch mehr Spaß, hier sich aufzuhalten. Ein cooles Bild für ein, da muss ich mal vielleicht ein Instagram-Profilbild mitmachen. Das sieht gar nicht schlecht aus. Und wir gucken einmal an, was alles hier in den Schubladen befindet. Zum einen nichts, da habt ihr die Möglichkeit, eure eigenen Sachen zu verstauen. Und es gibt einmal, jetzt wird es spannend, Achtung, Sachen aus der Minibar. Und wir haben hier noch die besagte Minibar. Auch die schauen wir uns einmal an. Hier gibt es also wirklich jede Menge. Hier die besagte Flasche Champagner für 58 $ war das, glaube ich. Das ist für Waldorf Astoria Verhältnisse ja sogar noch erschwinglich. Hier diverse Spirituosen,
Die Cola kostet 8 $, die Dose kann man sich auch im Supermarkt unten deutlich günstiger kaufen. Außerdem gibt es Wasser und so weiter. Ja, soweit also dazu einmal zur Minibar. Preise wie immer in solchen Luxushotels einfach völlig gaga. Es lohnt sich also dort lieber in den Supermärkten, die hier 24 Stunden auch am Strip geöffnet haben, einzukaufen. Zumindest mache ich das. Ihr entscheidet natürlich selber, was ihr macht. So, und des Weiteren schauen wir uns noch einmal den Rest vom Zimmer an. Wir haben hier noch einen Arbeitsbereich. Hier gibt es 2 Stühle. Hier könnt ihr also entweder den Ausblick genießen oder, damit der Ausblick euch nicht ablenkt, hier auf der anderen Seite sitzen oder eben auch zu zweit essen, wenn ihr den Roomservice bestellt. Was mir hier aufgefallen ist, hier steckten ein paar Karten in der Lüftung. Und ich habe mal geguckt, was das Ganze ist. Und tatsächlich sind das parfümierte Karten, wie in der Parfümerie, die hier also einfach hineingesteckt werden, um einen angenehmen Duft zu verbreiten. Das habe ich auch so noch nie vorher gesehen. Auf der anderen Seite ein Sofa, ein kleines, aber immerhin, ein Tisch und eine Zeitschrift. Außerdem haben wir hier noch ein Telefon sowie einen Schreibblock und die Waldorf Astoria Bleistifte für die, die etwas notieren möchten. Und hier könnt ihr jetzt, wenn ihr einen Screenshot macht oder einfach mal das Smartphone auf euren Fernseher haltet, das In-Room Dining Menü vom Waldorf Astoria euch anschauen. Und jetzt kommen wir natürlich zum fast wichtigsten, der Ausblick. Ich hatte ein normales Zimmer gebucht, was normalerweise keine Strip View beinhaltet. Aufgrund meines Diamond-Status bei Hilton habe ich aber ein kostenfreies Upgrade bekommen auf ein Zimmer mit Strip View. Ob sich das lohnt, schauen wir uns jetzt mal an. Ich bin sehr gespannt. Wir schauen einmal nach und ja, das ist der Strip, würde ich sagen. Also hier sehen wir tatsächlich direkt nebenan schon das Paris Hotel. Das habe ich euch ja schon im Video, da ist mein Finger, das Paris Hotel, das Aria, das Planet Hollywood. Und hier ist das Elara, in dem ich noch vorhin mich aufgehalten habe. Und wir haben hier noch dann ein paar andere Hotels. Und man sieht hier so hinten so eine kleine Ecke vom MGM Grand Hotel. Ja, und außerdem sieht man den Flughafen von hier oben. Hier könnt ihr also auch Flugzeugen beim Start und bei der Landung zuschauen. Auch das Ganze natürlich sehr spannend. Spontanes Fazit würde ich sagen, es gibt definitiv Zimmer mit schönerem Ausblick, wenn man das zum Beispiel jetzt mit dem Elara Hotel vergleicht. Da hatte man natürlich viel mehr gesehen, unter anderem ja auch die Fontänen vom Bellagio Hotel. Das war natürlich ein ganz besonderes Highlight, aber der Ausblick ist nicht schlecht und das Waldorf Astoria hat eine fantastische Lage, befindet sich wirklich direkt am Strip. Ihr habt sehr viele Sachen im direkten Umkreis. Und ich habe heute Morgen den Roomservice genutzt und mir das Frühstück aufs Zimmer bringen lassen. Und so sieht es aus, das Frühstück im Waldorf Astoria. Und ja, es gibt tatsächlich eine klassische amerikanische Auswahl. Rührei, Bacon, Kartoffeln, Tomaten. Es gibt einen Croissant, dazu Marmelade, es gibt Butter, Ketchup. Es gibt den berühmten Waldorf Astoria Vanillejoghurt, der hier vor Ort riecht ganz toll, zubereitet wird. Es gibt Orangensaft, Wasser und es gibt Kaffee oder eine heiße Schokolade, was man eben haben möchte. Mancher fragt sich jetzt vielleicht auch, ist das nicht ein bisschen dekadent, sich Frühstück aufs Zimmer bringen zu lassen im Waldorf Astoria? Und bei den Preisen könnte man tatsächlich auf die Idee kommen. Schätzt mal, was ich für dieses Frühstück hier bezahlt habe. Wie gesagt, Rührei, Bacon, ein paar Kartoffeln, Tomaten, ein Croissant, Marmelade, Vanillejoghurt, Orangensaft und eine heiße Schokolade. Na? Die Antwort, inklusive Steuern, inklusive Servicegebühr und so weiter und so fort, hat mich dieses Frühstück $75 gekostet. 75 $, ich sag's gerne nochmal für den Fall, dass ihr gerade denkt, ihr habt euch verhört. Warum habe ich das Ganze trotzdem gemacht? Nun, nicht, weil ich das Geld einfach so liegen habe und mir egal ist, sondern man bekommt als Statuskunde bei Hilton beziehungsweise hier also auch im Waldorf Astoria, wenn man in den USA ist, ein tägliches Guthaben, das man für Essen und Getränke ausgeben kann. Und zwar sowohl im Restaurant
aber auch für den Room-Service. Das heißt also, der Unterschied zwischen, ob ich jetzt hier im Restaurant frühstücke oder ob ich hier mir aufs Zimmer bringen lasse, ist lediglich die Servicegebühr von roundabout 6 €, dass jemand mir das hier aufs Zimmer bringt. Und dann habt ihr die Möglichkeit, ihr könnt auf einer Internetseite euch das Frühstück hier dann aussuchen, individuell zusammenstellen und dann abschicken und dann wird es euch gebracht. Die Lieferung war sehr, sehr schnell. Hat ungefähr 15 bis 20 Minuten gedauert, dann war das Frühstück hier. Das Guthaben, was ich hier bekommen habe beim Waldorf Astoria, beträgt täglich $50. Die kann ich also ausgeben, wie immer ich es für richtig halte. Ich kann mich auch abends an die Bar setzen und dann einen Cocktail trinken oder 2. Ich kann aber auch dann zum Beispiel zum Nachmittagscafé gehen. Ich kann hier ins Restaurant gehen. Also das ist eine ganz tolle Methode, finde ich tatsächlich, dass man sagt, okay, es gibt kein Frühstücksbuffet, was jetzt aber auch für zum Beispiel Menschen wie mich, ich bin kein so großer Frühstücker. Das, was ihr jetzt hier gesehen habt, war schon wirklich eine sehr große Auswahl für mich. Und da ist es natürlich ganz klasse, dass man das Geld auch anders investieren kann. Und man kann abschließend sagen, es hat wirklich gut geschmeckt. Eine tolle Präsentation, schneller Service, alles prima. Aber natürlich ist das im Leben niemals $75 wert. Soweit ein kleiner Überblick aus dem Waldorf Astoria Las Vegas. Und jetzt kommen für euch noch ein paar Eindrücke, was ich sonst noch hier erlebt habe in Las Vegas. Ich hoffe, dieser Ausblick auf Las Vegas gefällt euch so gut, wie mir der gesamte Helikopterflug gefallen hat. $99 plus Steuern und Gebühren hat mich der Flug gekostet und ich würde es tatsächlich noch einmal machen. Nach 5 Nächten hieß es dann wieder Abschied nehmen von Las Vegas und ich habe die Zeit im Elara, das ihr im ersten Video sehen konntet, aber auch natürlich vor allem im Waldorf Astoria sehr genossen. Bezahlt habe ich im Waldorf Astoria übrigens mit Hilton Honors Points. Diese habe ich im letzten Jahr fleißig gesammelt und konnte sie so jetzt für einen ganz besonderen Anlass einlösen. Für 3 Nächte wurden 240.000 Hilton Honors Points fällig. Regulär hätte ich sonst $1.800 für das Zimmer bezahlt. Im nächsten Video starte ich dann mit dem Rückflug von Las Vegas nach Deutschland, allerdings nicht mit einem Direktflug, sondern mit einem kurzen Zwischenstopp in einer ganz besonderen Stadt. Damit ihr dieses Video und alle weiteren nicht verpasst, abonniert doch gerne den Kanal, drückt gerne die Glocke und schreibt gerne einen Kommentar, wenn euch was gefallen hat oder ihr Fragen habt. Zum Beispiel würde mich sehr interessieren, ob euch solche Videos wie hier gefallen, wo ja quasi gar kein Flug stattfindet, den Helikopterflug mal ausgenommen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Alles Gute, euer Marcel.